Guten Morgen, in diesem Video nehme ich dich mit auf meinen letzten Tag von Santiago de Compostela nach Finisterre. Und es sind nur noch 13,5 Kilometer bis zu meiner Unterkunft, also sehr entspannt. Ich starte heute etwas später, da ich noch hier in den Supermarkt möchte und er erst um 9 aufmacht. Und ja, du darfst mich auf meinen Weg nach Finisterre begleiten, wenn du magst. Viel Spaß dabei! Ich bin gestern in See angekommen und hier in der Nähe gibt es einen Wasserfall, den ich eigentlich noch besuchen wollte, aber ich war einfach zu K.O. Mein Ursprungsgedanke war ja sogar zum Wasserfall zu trampen, aber es gäbe sogar einen Bus und hier ist die Bushaltestelle. Aber dadurch, dass Sonntag war, war ich von den Buszeiten sehr eingeschränkt und mir sind einfach die Augen zugefallen. Ich habe es dann bevorzugt, nachmittags ein bisschen zu schlafen, statt noch einen Ausflug zu machen. Hier in C gibt es einen großen Carrefour-Supermarkt und das ist jetzt erstmal mein Ziel, aber vorher zeige ich dir noch den Strand. Und der Grund, weshalb ich zum Supermarkt gehe, ist zum einen, weil ich gucken will, ob die Mate haben. Ich soll ihn zwar in Finisterre auch bekommen, aber ich will es vorher jetzt schon mal probieren. Und ansonsten, ich habe ja gestern meine Cappy verloren. Da will ich gucken, ob ich was Günstiges kriege, weil die haben normalerweise auch ein bisschen Bekleidungssachen und so. Und ich habe auch meinen Buff verloren, habe ich festgestellt gestern Abend. Also ja, mal schauen, ob ich fündig werde. Ansonsten eben in Finisterre. Ansonsten ist mein Plan, nach Finisterre weiter nach Muxia zu laufen. Ich habe jetzt erstmal 2 Nächte in Finisterre gebucht, aber vielleicht verlängere ich auch, weil Regen angesagt ist und ich keine Lust habe, im Regen zu laufen. Und da ich genug Zeit habe, muss ich mal schauen, wie ich es am besten mache mit dem Weg nach Muxia. Den Weg werde ich auf jeden Fall in 2 Etappen aufteilen, das weiß ich schon. Aber noch nicht genau, wann ich starten werde. Ein verlassenes Gebäude, hier würde ich so gerne mal reinschauen. Das ist mir gestern Abend schon aufgefallen, da ich gestern Abend noch mal am Strand war. See ist ein wirklich süßes Städtchen. Da vorne ist der Strand. Und ich war gestern Abend noch im Restaurant was essen. Und was ich so gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. So, gute Nachrichten. Ich habe mein Mate bekommen. Jetzt muss ich ihn nur noch einpacken und dann mache ich mich auf den Weg nach Finisterre. Ich habe mir auch gleich ein Frühstück hier mitgenommen und das esse ich jetzt am Strand noch, bevor ich loslaufe. Und dann mache ich mich gemütlich auf den Weg. Es sind ja heute nur 13 Kilometer, also das ist schnell geschafft. Und da brauche ich mir keinen Stress machen. Und der Jakobsweg verläuft auch direkt da am Strand, also bin ich dann wieder auf der normalen Route. So, Frühstückspause ist abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo Schokolade im Gesicht hängen. Und jetzt geht's los. 13 Kilometer bis Finisterre, dann checke ich ein. Und heute Abend zeige ich dir dann noch das Cap de Finisterre.
so viele Pfeile bei der Kirche und ich habe sie nicht gesehen. Zum Glück hat mir ein anderer Pilger gesagt, wo der Weg lang geht. Ah. Oh, das da vorne, das könnte das Cap Finisterre sein. Bin mir aber nicht sicher. Da vorhin bergauf hatte ich ganz schön zu kämpfen. Mein Rucksack ist heute ziemlich schwer, da ich im Supermarkt eine Flasche Wasser gekauft habe mit 1 Liter, dann einen halben Liter für mein Mate dabei habe, nochmal ein halbes Kilo Mate gekauft habe und das macht sich natürlich bemerkbar. Oder ich bin heute auch wieder nicht so fit, so wie gestern. Ich weiß es nicht. Hier ist es ein bisschen matschig, da muss man gucken, wo man hintritt. Jedenfalls, wenn man Turnschuhe anhat. Zum Glück gibt es einen trockenen Weg, der außenrum führt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf meinen Pausentag. Mein Körper hat das definitiv nötig. Und wieder in die Natur. Juhu! Das ist echt krass, wie weit ich in der kurzen Zeit aufgestiegen bin. Ich meine, der Berg war mega steil, aber ich gehe jetzt schon seit einer ganzen Weile immer bergab und bergab. Und vorher war ich ja schon am Meer. Also. So, hier im Bushäuschen werde ich mal einen Schuh auslernen. Ich habe nämlich irgendwie wieder ein Steinchen eingesammelt. Und es ist krass, wie windig es hier ist. Oh, wie schön das Meer. Ich hatte dann beschlossen, meine Matepause am Strand zu machen und den Ausblick auf das schöne Meer zu genießen. Aufgrund des starken Windes und von Baustellenarbeiten war meine Originaltonaufnahme leider nicht zu gebrauchen. Doch ein schöner Platz für ein Mate, oder? Es ist ein bisschen windig, also das Einschenken vom Wasser ist gar nicht so einfach, weil es mir das Wasser wegweht, aber ja, man kann nicht alles haben. So, meine Matepause ist abgeschlossen und ich habe den Strand sehr genossen. Und nun geht's weiter. Und ich habe eine ziemliche Sturmfrisur durch den Wind. Meine Haare stehen irgendwie in alle Richtungen, aber egal. Das ist unwichtig auf dem Camino. Ja, da drüben ist die Straße und hier ist der Weg. Ist mal wenigstens von der vielbefahrenen Straße weg. So, dann gucke ich mal, dass ich wieder den Weg auf dem Camino finde. Jo,
gefunden. Wow, tolle Aussicht. Hier werde ich ein paar Minuten Pause machen. So, ich habe die wunderschöne Aussicht ein bisschen genossen. Und jetzt geht es weiter. Bis zu meiner Unterkunft sind es noch 6 Kilometer. Und ein großer Teil davon führt dann am Strand von Finisterre entlang, worauf ich mich schon sehr freue. Und ich habe jetzt meine Füße auch noch mal ein bisschen auslüften lassen und habe festgestellt, dass ich sogar in den Socken Sand vom Strand habe. Also es war vielleicht nicht die beste Idee, an den Strand zu gehen, weil der Sand reibt ja dann an den Füßen, was dann wiederum Blasen verursachen kann. Aber egal, das war es mir wert. Und die Wälder sind wieder so traumhaft schön. Ich liebe es einfach. Diese Urwälder sind so schön. Und halt voll der Kontrast zum Strand. Also die Natur in Galicien ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe es. Ich bin auch sehr erleichtert, dass ich mein Mate-Problem heute Morgen lösen konnte. Dass ich welchen bekommen habe. Und es ist so gut, wenn man so die Basics von einer Sprache spricht, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich war zwar schon im richtigen Gang, aber irgendwie hatte ich mal wieder Tomaten auf den Augen. Und dann habe ich halt eine Verkäuferin auf Spanisch gefragt, ob sie es haben und wo ich es finde. Und sie hat mich dann direkt hingeführt. Und das macht halt vieles einfacher, wenn man so ein bisschen die Sprache kann. Mein Spanisch ist bei weitem nicht perfekt. Und wenn ich jetzt tiefergehende Unterhaltungen führen will, dann hapert es oft am Wortschatz, aber so die Basics, was ich für den Alltag brauche, die funktionieren und damit kommt man dann halt wirklich gut zurecht. Diese Wälder sind so magisch. Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert. Diese Gewächse hier. Da vorne ist Finisterre und hier das Kap Finisterre. Huiuiui, hier geht's ganz schön steil runter. Wow, und da unten ist auch ein Strand. Und das ist Wahnsinn auf dem Weg nach unten, wie mein Rucksackgewicht mich runtergeschoben hat. Richtig krass. Wow, dieser Strand ist so schön. Aber ich bin jetzt zu faul, da runter zu laufen. Weil das muss ich dann ja auch wieder hoch. Wow, schau dir das an. Ist das nicht schön? Fast in Finisterre. Wow. Auch wenn ich jetzt Sand in die Schuhe kriege, das ist mir egal. Ich laufe jetzt am Strand weiter. Beziehungsweise ich habe meine Schuhe jetzt ausgezogen. Und es geht barfuß weiter. Und das Wasser ist ganz schön kalt an den Füßen.
normal soll man seine Füße ja immer trocken halten, aber da ich danach nicht mehr viel zu laufen habe, ist es egal. Hier mündet der Fluss Rio Grande ins Meer und ich habe nach einer geeigneten Stelle gesucht, um ihn zu durchqueren. Leider fanden die Möwen es nicht so gut, dass ich näher kam, aber was blieb mir anderes übrig? Ich habe ihnen gut zugeredet und gemeint, dass ich ihnen nichts mache, aber trotzdem sind sie leider weggeflogen. Und als ich dann durch das Wasser bin, habe ich gesehen, dass da ganz viele kleine Fische im Wasser sind, was mich sehr gefreut hat. Wow, was ist das wieder für ein wundervoller Tag auf dem Jakobsweg. Ich liebe es einfach. Und ich freue mich schon so sehr auf heute Abend, den Sonnenuntergang am Kap Finisterre zu genießen. Und bis dahin werde ich einfach noch ein bisschen relaxen. Und ja. Und dann habe ich weitere 90 Kilometer geschafft. Ist das nicht krass? In so kurzer Zeit, so viele Kilometer. Jeden Tag ein Stückchen weiter. Und ich freue mich auch, dass ich dann noch 2 weitere Tage nach Mochia habe. Das wird bestimmt auch nochmal mega schön. So, hier liegen mir jetzt unten so viele Muschelschalen rum. Also die sind halt teilweise zersplittert und da ich ein bisschen Angst habe, mir vielleicht die Füße aufzuschlitzen, ich habe da ein bisschen Talent für, laufe ich jetzt ein bisschen weiter oben. Und so können meine Füße dann auch noch ein bisschen trocknen. So, jetzt werden die Schuhe wieder angezogen. Wow, das schaut cool aus, diese Bar. Mega. The World Family. Nice. So, ich habe jetzt ein kleines Café gefunden. Da werde ich noch Mittag essen. Dann checke ich ein. Und dann melde ich mich heute Abend wieder, wenn ich mich auf den Weg zum Kap mache. So, meine Finisterraner habe ich jetzt auch abgeholt im Touristenbüro direkt hinter mir. Und ja, bald geht es dann weiter nach Mochia. Und dann bekomme ich die Mochianer. Ich freue mich schon. So, wie versprochen melde ich mich jetzt zurück und nehme dich mit zum Leuchtturm von Finisterre und werde da den Sonnenuntergang mit dir zusammen genießen. Also ich bin schon gespannt auf den Weg und ja, lass uns mal schauen, was uns erwartet. Und dann komme ich auch endlich an den 0,0 Kilometer Stein. Oh, guck mal. Ich bin jetzt hier nach oben und gucke einfach mal, was die Aussicht so zu bieten hat. Oh. Gehen wir da rein. Es ist ziemlich zugezogen. Ich hoffe, der Sonnenuntergang taugt was. Aber wir werden sehen. Da es morgen Abend regnen soll, habe ich beschlossen, heute zu gehen. Und danach muss ich noch mal gucken, weil es gibt heute auch ein Johannisfeuer. Und vielleicht schaue ich mir das auch noch an.
Angekommen am Ende der Welt. Ich habe es geschafft und bin sehr glücklich darüber und ich hoffe, der Sonnenuntergang wird heute schön. Glücklicherweise war ich rechtzeitig da, um mir einen guten Platz, einen bequemen Stein zum Beobachten des Sonnenuntergangs am Kap Finisterre zu sichern. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Natürlich durfte auch ein Gläschen Wein nicht fehlen und solange bis der Sonnenuntergang so richtig anfing, habe ich die kleinen Piepmatze beobachtet, die im Dreck gebadet haben und herumgepickt haben. Ansonsten verbrachte ich natürlich die Zeit damit, diese wundervolle Aussicht zu genießen und auch über meinen bisherigen Jakobsweg nachzudenken. Denn ich bin von Porto gestartet und habe mit der Espiritual-Variante und dem Camino Portugues Central ca. 360 Kilometer bereits zurückgelegt. Und noch weitere 28 Kilometer nach Muxia warten auf mich. Es war wirklich ein Moment der Freude, endlich am Ende der Welt angekommen zu sein. Und ich habe es so genossen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Um die Magie des Sonnenuntergangs noch zu unterstreichen, hatte ich mir außerdem klassische Musik auf die Ohren gemacht. Zum einen war es für mich ein Moment der Ruhe und zum anderen einer des Stolzes, es bis hierhin geschafft zu haben. Und ich war schon gespannt, was die nächsten Tage auf dem Weg nach Muxia noch für mich bringen werden. Ein Camino steckt voller Überraschungen und man weiß nie so wirklich, was einen erwartet. Außerdem hatte ich ja noch weitere Pläne für Muxia, weil ich dort eine Wanderung zum Rio Negro machen wollte. So, ich mache mich jetzt auf den Rückweg, weil ich will nicht so arg in die Dunkelheit kommen. Du hast ja beim Hinweg gesehen, dass es nur so ein schmaler Pfad ist, der am Abgrund entlang führt und ich möchte so viel wie möglich schaffen, bevor es dunkel ist. Auch wenn es noch wunderschön ist. Guckt hier. Aber Sicherheit geht vor und deswegen geht es jetzt zurück und mal schauen, ob ich das Johannesfeuer noch gefilmt bekomme. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, ich bin schneller zurück in Finisterre als gedacht, weil ich mein Glück beim Trampen versucht habe und ich hatte Glück, ein spanisches Paar hat mich mitgenommen und auch noch eine Amerikanerin, die ebenfalls diese Idee hatte.
Und nun versuche ich mein Glück mit dem Johannisfeuer. Ich wünsche mir Erfolg. Hier am Strand vor mir sollte eigentlich am Lagerfeuer stattfinden, aber alles ist dunkel, wie du hier siehst. Deswegen gehe ich jetzt zurück zum Hostel und werde mich schlafen legen. Ich hoffe, mein heutiges Video hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kommentar. Und wenn du meine weitere Reise nach Moxia nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!